Oh, der arme Baumkuchen. Die Eierschale ist auch noch am Start. Ich sag mal, das popeln wir da jetzt lieber mal raus. Meine Challenge in dieser Hinreisend-Episode: 3 Gerichte kochen nur mit selbst gesammelten Zutaten aus Sachsen-Anhalt. Ein vegetarisches Hauptgericht, Knieste und Krause und 2 Desserts. Verfeinerter Baumkuchen aus Quedlinburg und Rührapfelkuchen. Dabei kann ich gar nicht kochen, aber mit Robin Pietsch, dem Sternekoch aus dem Harz, funktioniert das schon. So, oh ja. Jetzt wird man hier auch noch bedient. Du haust jetzt endlich ab. Falls ihr eure Gäste beeindrucken wollt, hier gibt's Rezepte zum Nachkochen. Wow. Ah ja, Nee? doch. Nee. Ich weiß ja nicht, wie das hier ist mit der linke Hände beim Kochen, oder? Oder 2 linke Hände und nur Daumen würde ich tatsächlich sagen. Super. Aber weißt du, was du dann gut kannst, hoffentlich? Einkaufen. Das klingt gut, ja. Ja, einkaufen ist, genau. Okay, was machen wir? Es geht ja natürlich auch um die regionalen Produkte. Kartoffel. Kartoffeln, ja, na gut. Okay, Irgendwo alles Kartoffeln klar. organisieren? Kartoffeln haben wir Sonnenbad, oder? Robin hat trotzdem eine Idee. Da fällt mir gleich ein Gericht ein, Hackus und Knieste. Das ist keine Punkband, nicht? Knieste ist bei dem Gericht die Kartoffel und Hackus ist das typische Gehacktes. Das ist ein echtes Harzer Gericht, klingt erstmal spannend, aber Ich versuche eigentlich wenig Fleisch zu essen. Also vegetarische Variante? Was haben wir jetzt gerade für... Grünkohl, Braunkohl, wie man ja hier sagt. Ja? Das heißt, wir machen adaptierte Hackus und Knieste, lassen den Hackus weg, machen dafür Braunkohl. Ja. Dafür brauchen wir quasi diesen Braunkohl und die Kartoffeln. für Kohl und Kartoffeln bin ich in die Altmark gefahren, ins Freilichtmuseum Diesdorf. Es ist eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert und auch zu den Ursprüngen unserer Esskultur. Hier gibt es Gärten mit uralten Nutzpflanzen und hier will ich mir Kniffe abschauen und den Museumsmitarbeitern ein paar Zutaten abluchsen für ein authentisches Menü. Aber vorher lasse ich mir das Gelände zeigen. Alle Häuser, die wir hier sehen, standen nicht ursprünglich hier, sondern wurden in Dörfern hier in der nordwestlichen Altmark abgebaut und hier im Museum wieder aufgebaut. Ein authentischer Streifzug durch das entbehrungsreiche Landleben längst vergangener Zeiten. Also hier wurde gekocht, hier wurde gearbeitet, hier stand das Vieh. Das ist der Wohnraum der bäuerlichen Familie. Hier gibt es den Ofen und hier hat man sich dann eben aufgehalten, wenn die Arbeit natürlich getan war. Apropos Arbeit, wir müssen ja noch Zutaten besorgen für Robins Rezeptidee. So, Herr Dr. Hoffmann, wir gehen jetzt Braunkohl ernten. Wir haben übrigens Ida dabei. Die Schülerin wohnt in der Nähe und schaut oft im Museum vorbei. Und das hier sieht aus wie Braunkohl. Das können ganz große Pflanzen werden, heißt hier in der Altmark deswegen wohl auch Kiek övern tun. Also ich kann jetzt selber kein Plattdeutsch, aber das heißt so wie, er guckt über den Zaun, weil er eben so hoch wird. Bloß aufpassen, dass wir uns nicht schneiden, dann können wir die hier schon mal reinlegen. Was machst du denn hier so den ganzen Tag? Ich helfe hier und es macht einfach sehr viel Spaß. Unser Korb füllt sich schnell mit Kohl. Grünkohl oder Braunkohl, was ist es denn jetzt nun? Da sind wir uns nicht ganz sicher. Nicht nur wir. Braunkohl hat ja so einen Milan-Stängel. Ich habe gerade gemerkt, das ist nicht der Braunkohl, das ist der Grünkohl. Da war ich wohl ein bisschen voreilig. Jetzt aber. Das ist also der Altmarker Braunkohl. Was hat es denn mit dem auf sich? Der kann bis zu fast 2 Metern hoch werden. Also der ist ja jetzt hier schon einigermaßen hochgeschossen. Robin, den kochen wir. Ich habe gegoogelt. Beides ist Krauskohl. Und woher der Name kommt, das steht ja eigentlich auch sowas von dran. Es ist grausig. Hier, wieder ein kleines bisschen Zucker. Ja. Da kannst du jetzt gleich Salz, Pfeffer. Wir karamellisieren jetzt den Krauskohl. Wenn es ein bisschen anfängt zu schäumen hier, ja, so ganz leicht, dann können wir jetzt einfach diesen Braunkohl, Grünkohl, Krauskohl da reinpacken. Krauskohl. Das Geile ist wirklich, es ist einfach nur knackig. Es ist Dankeschön. Wow. Wow. Merkst du dieses leicht süßliche? Aber das geht ja ganz fantastisch zusammen. Jetzt Knieste, Kartoffeln. Übrigens auch Altmark-Kartoffeln. Geil. Hängt auch ein Abenteuer drin. Wie ein Abenteuer. Na, ein Abenteuer. Also man erlebt echt was, man kommt wirklich rum, wenn man sich die Zutaten selber holt. Aber damit kennst du dich ja auch gut aus. Ja, aber es ist aufwendig schon, ne? Darf man das sagen? Aber geil, wenn du halt Ja. bei den ganzen Leuten bist. Wir suchen jetzt erstmal die Kartoffeln. Die gibt's nämlich, die werden hier geerntet, sogar alte historische Sorten. Aber wir müssen erstmal gucken, wo die abgeblieben sind.
Die Altmark-Kartoffeln sind schon geerntet. Das ist also die Kartoffelsorte Bodenkraft. Einfach auf den Tisch. Das ist das System. Das funktioniert hier wie zu Uromas Zeiten, weiß Ida. Manchmal mit Pferden oder auch mit Treckern. Ich entscheide mich jedenfalls für eine farbige Kartoffel. Was haben sie dir dazu gesagt? Kartoffelig, haben sie gesagt. Knurscht noch ein bisschen. Ja, was du aber hier gleich schmeckst, ist halt ultra wenig Stärke drin. Okay. Das heißt, ich würde da fast sagen, das ist dann eher so in Richtung festkochend. Kümmel, Öl, Rosmarin und Liebe. Das sind unsere Zutaten. Und jetzt würde ich dir hier noch ein bisschen Grünzeug draufschmeißen. Das Rezept habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Knieste, was ein Name. Kennst du noch welche anderen Namen? So schräge Namen? Tote Oma. Ja, das ist auch wirklich immer das Einzige, was mir einfällt. Tote Oma. Habt ihr noch Ideen für Gerichte mit merkwürdigen, schrulligen Namen? Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Kraus und Knieste. Hart trifft bei Altmark. Aber es sind eigentlich zwei Zutaten, die ultra simpel sind. Definitiv. Wie nennen wir die ganze Sache jetzt? Knieste und Krause. Knieste und Krause. Ja. Klingt wie... Hakus und Knieste, nur nicht... Ist halt nicht Hakus und Knieste. Es könnte aber auch irgendwie eine ARD-Krimiserie sein. Knieste und Krause ermitteln für den guten Geschmack. Im Freilichtmuseum bauen sie übrigens die Zutaten, die ich ihnen abgeschwatzt habe, eher für die Museumsküche an. Und dann kochen die da mit Kindern. Okay, und geben das halt auch ein bisschen weiter traditionell. Genau, also ich hab Kartoffelpuffer gemacht dort. Das ist ja geil. So, einfach für den kleinen Hunger. Und zwar auch mit den Altmark-Kartoffeln, wie bei Oma. Aber das ist mega aufwendig. Schulprojekte wie dieses hier gehören übrigens zum festen Angebot des Museums. Jetzt, wie viel Kartoffeln braucht man denn für einen Kartoffelpuffer? Wir nehmen grundsätzlich erstmal für jedes Kind eine große Kartoffel, damit sie auch was in der Hand haben. Gibt es einen Erste-Hilfe-Kasten? Gibt's. Das ist jetzt mal wirklich gestehen. Ich schäle Kartoffeln immer mit einem Sparschäler oder mache Pellkartoffeln. Das klingt jetzt echt blöd, aber wie schält man Kartoffeln? Also eigentlich könnte ich mich dann da drüben in der Schulklasse mit einreihen. Und dann geht's aber doch ganz schnell. Kleinen Menschen, was lernen die denn hier im Freilichtmuseum, was sie sonst vielleicht in der Schule nicht lernen? Erstmal lernen sie das Handwerkliche. Sie lernen, wie man eine Kartoffel schält. Ja. Und raspelt. Ja. Sie lernen auch ein bisschen zu kochen. Sie lernen vielleicht auch, dass es Spaß macht, selber was zu kochen und dass es viel besser schmeckt. Super. Aber jetzt sind sie fertig, das heißt, jetzt kommen sie in die Pfanne. Keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Das ist noch ein richtiger Herd, wie vor 100 Jahren. Na, wir haben hier mehrere Feuerstellen. Wir benutzen gerade diese hier. Ich mach die mal auf. Da kann noch so ein schöner Scheit mit drauf, dass das schön heiß wird. Und mit der Klappe hier unten können wir das Feuer regulieren. Wenn wir aufmachen, dann brennt es mehr, weil dann mehr Luft drankommt. Also das ist jetzt Stufe 3. Genau, das ist jetzt Stufe 3. Und so sind wir bei Stufe 2. Hier könnte man jetzt auch noch Feuer anmachen. Dann hätte man hier eine Möglichkeit, einen Kuchen zu backen. Nein, das ist der Backofen. Das ist der Backofen. Dann haben wir hier auf der rechten Seite, guck mal, dann kann man hier seine Waffeln backen. Also das ist quasi der Luxusherd. Das ist der Luxusherd, absolut. Und hier oben haben wir die Dunstabzugshaube. Die Dunstabzug, oh ja. So, gibt's einen Trick? Ja, man darf nicht zu viel auf einmal in die Pfanne reinschmeißen, weil das Öl sehr heiß ist. Also wir geben den Teig sehr vorsichtig rein. Kartoffelpuffer aus der Altmark, das erinnert mich an eine Kindheit, die ich nie hatte. Also wenn ich an Sachsen-Anhalt denke, dann denke ich irgendwie immer an Baumkuchen. Das ist gut, aber Baumkuchen musst du mir einen Gefallen tun, das musst du wirklich einkaufen, weil das kriege ich bei mir zu Hause in der Küche nicht hin. Das ist einfach, es ist zu aufwendig, da brauchst du tatsächlich die Gerätschaften. Dann hole ich einen Harzer Baumkuchen. Dafür bin ich nach Quedlinburg gefahren. Zuerst habe ich nicht geglaubt, dass es hier Baumkuchen gibt. Den verbinde ich eigentlich eher mit Salzwedel im Norden von Sachsen-Anhalt. Aber auch hier in der Fachwerkstatt gibt es frisch gebackenen Baumkuchen. Und der wird in diesem Café serviert. Im Baumkuchen steckt übrigens viel Handarbeit. Schicht für Schicht tragen die Bäcker den Teig auf rotierende Walzen auf. Thomas Gelbke hat noch eine originale, fast 100 Jahre alte Maschine in seinem Café. Der Baumkuchen ist halt, man nennt ihn auch der König der Kuchen. Ja?
So, und das hat ja auch schon eine sehr lange Tradition. Und die wäre hier in Quedlinburg fast zu Ende gewesen. Der Groschen ist ja damals gefallen, als wir quasi Weihnachten keine Möglichkeit hatten mehr, diesen Baumkuchen zu erwerben. Dass der Konditormeister sagte, ich höre auf, es ist der Letzte. Also ein Leben ohne Baumkuchen ist möglich, aber... ganz geht nicht. Und heute gibt es hier das Baumkuchencafé mit ganz vielen Sorten Baumkuchen. Wenn ich so einen Baumkuchen kaufe, dann kommt er erstmal in der Verpackung, dann packe ich den aus und dann liegt er irgendwann so auf dem Teller. Genau, wir schneiden den Stück raus. Ja, man muss es nicht zu dick machen. Ich sage immer, je dünner, umso besser. Ja, also ich schneide jetzt hier schon relativ stark. Ganz wichtig, den Kuchen heile zu Robin bringen. Das habe ich aber voll versemmelt. Ich habe ihn einfach irgendwo ins Auto getan. Ich packe ihn mal hinten rein, aber so, dass man nicht so schnell rankommt. Der arme Baumkuchen. Wir sind ja hier ein bisschen kreativ, oder? Okay, wir gucken jetzt mal, was wir hier retten können. Du willst ihn zermanschen, oder? Nein, das ist schade. Da würde jeder Konditor durchdrehen. Da gibt es eine Backpfeife für eigentlich. Schokobruch am Baumkuchen. Bei diesen hier machst du nicht. Nein. Och, das ist doch nicht dein Ernst. Nicht? Nein. So, Oma, guck mal. Deine Marmelade kriegt ja auch noch eine geile Verwendung. Verunfallter Baumkuchen. Verunfallter Baumkuchen mit einer fruchtigen Orangennote. Die ist schon so vorgegeben, wo du einschneidest. Und das karamellisiert jetzt einfach durch den Zucker. So ein ganz kleines bisschen. Wow. Wie nennen wir denn unsere Kreation jetzt? Baumkuchenbruch an Schoko-Himbeertraum mit Orangenkuss. Ja, finde ich gut. Was würdest du? Alter, ja. Das ist richtig lecker, Mann. So, guck mal hier. Hast du noch dein Eis oben drauf? Jetzt ein bisschen. Wollt ihr mal? Fruchtig, süß, ein bisschen herb und heiß und kalt. Eine Orgie in meinem Mund. Und hübsch anzusehen ist die Kreation auch. Und ganz einfach. Cremiges und Knuspriges abwechselnd anrichten, helle Früchte gegen dunkle Schokolade setzen und für dekorative Akzente sorgen, wo wir gerade bei süßen Sachen sind. Weißt du, was immer noch safe ist wie Oma? Ein ganz schnell gemachter Rührkuchen. Machen wir noch ein zweites Dessert. Why not? Rührkuchen mit Apfel. Mit Apfel? Weil Apfel, Sachsen-Anhalt, ich glaube, wir haben ultra viel, wenn es so ums Obst geht. Oh ja, Obst können wir auch tatsächlich. Wohl die Zeit, da sage ich mal, toi, 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 ob du überhaupt noch Äpfel findest. Ich glaube schon. Ich habe mal gehört, die wachsen an Bäumen. Ja, und wenn nicht, bring einfach irgendwas mit, was nach Apfel schmeckt. Zum Glück habe ich auf einer Streuobstwiese noch ein paar Früchte gefunden. Mit den Äpfeln bin ich in die Altmark gefahren. Es hat sich ja wirklich gelohnt, dann doch auf der Streuobstwiese. Robin hat gesagt, wir machen einen Rührkuchen aus Apfeltrester. Also dem, was übrig bleibt, wenn man Äpfel presst. Aber wir machen auch noch einen schönen Apfelsaft. Das Schöne ist, wir brauchen so tatsächlich keine Saftpresse. Also der Profi lässt das noch ein bisschen abkühlen. Wir sind wie immer ungeduldig. Habt ihr eigentlich schon mal Obst selbst gesammelt und Saft draus gemacht oder ein Smoothie? Habt ihr Ideen? Dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Der erste hausgemachte Apfelsaft, naturtrüb. Und die Apfelstückchen nehme ich mit zu Robin für den Rührkuchen. Zufällig steht hier schon Mehl. Da muss noch ein bisschen Backpulver ran. So ein bisschen Butter geht immer. So, zack. Die Eierschale ist auch noch am Start. Habe ich jetzt meinen Praktikumsvertrag verloren? Ja, ich sag mal, das popeln wir da jetzt lieber mal raus. Weißt du, wie ewig ich das schon nicht mehr gemacht habe? So ganz einfache Sachen halt eigentlich. Wir lassen das auch einfach mal so stumpf, so grob, wie das hier ist. Zitronenscheibe, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Oh ja. Ja, aber du kannst jetzt auch nichts anderes sagen, hast du ja selber gemacht. Was fehlt denn noch? Fehlt noch was? Also ich würde ja sagen, es fehlt noch ein bisschen Zucker. Und eigentlich auch eine Prise Salz. Butter rein. Ja. Das ist eigentlich geil. Ein kleiner Apfelkuchen. Ja, und das hat jetzt irgendwie 7 Minuten gedauert. Der hört nicht zu. Ich höre nichts, ich bin so verzückt. Ah ja. Ach, das hat nicht mal 7 Minuten gedauert. Kann ich in den Ofen stellen? 200 Grad. Du hast den gemacht. Apfelkuchen. Mein erster Rührapfelkuchen. Wie schön. Das ist ja... Sieht wirklich geil aus. Aber hast du super beschrieben. Es ist Oh, danke. Das ist ja hier, Mensch, jetzt wird man hier auch noch bedient. Lecker. Mit Apfelsaft. Wann kann ich wieder zum Futtern kommen? Das sagst du mir. Was für eine tolle kulinarische Reise durch Sachsen-Anhalt war das eigentlich. Oh, Oh, wow. Wow. Einfach zu sagen,
Ich koche ein Menü mit Zutaten von um die Ecke und die besorge ich auch noch selber. Dann kannst du nämlich tatsächlich zu jedem Gericht ein Abenteuer erzählen. Also da hast du wirklich Geschichten auf dem Teller. Wenn ihr noch Lust habt auf mehr Hinreisend, dann könnt ihr einfach hier oder hier reinklicken. Und ich mache jetzt erstmal ein bisschen Sport nach dem ganzen Essen. Challenge bestanden. Du haust jetzt endlich ab. Wir müssen das bloß noch einpacken. Guck dir mal das Chaos hier in meiner Küche an, Mann. Oh Gott. Und jeder, der mich kennt, weiß... Komm, schnell weg. Das hasse ich. Schnell weg.